Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Überblick über Ihre zukünftigen Feuerstättenschauen erhalten und wie Sie nachsehen können, wie viele Feuerstättenschauen in den vergangenen Jahren erledigt worden sind. In der Menüleiste finden Sie unter Termine, Liste Feuerstättenschau Termine den Punkt, um allgemein nach Feuerstättenschau-Terminen zu suchen. Beim Erstellen der Liste sollte darauf geachtet werden, dass alle Filter wie folgt gesetzt sind, um alle Liegenschaften in die Suche mit einzubeziehen. Erstens Brennstoff, zweitens Begehung, drittens Mitarbeiter, viertens Feuerstättenschau sowie natürlich links Feuerstättenschau angehakt. Die hier zu sehende Filterung wird Ihnen zunächst jede Liegenschaft ausgeben. In der erstellten Liste können Sie anschließend über den Spaltenfilter nach Ihrem gewünschten Jahr filtern. Beispielhaft haben wir eine Liste mit mehreren Liegenschaften erstellt. In der Spalte Nächste Feuerstättenschau wird Ihnen das Jahr der nächsten geplanten Feuerstättenschau angezeigt. Wenn Sie nach einem bestimmten Jahr filtern möchten, zum Beispiel 2022, lässt sich innerhalb der Spalte ein weiterer Filter hinzufügen. Anschließend werden Ihnen alle Liegenschaften angezeigt, die für 2022 geplant sind. Nach dem Filtern innerhalb der Liste werden Sie festgestellt haben, dass keine korrekte Anzahl der Liegenschaften angezeigt wird. Um nach der Filterung die Anzahl ermitteln zu können, nutzen Sie bitte die CSV-Speicherfunktion unter Funktionen als CSV-Datei speichern und nehmen die korrekte Anzahl aus der Excel-Liste. Über diesen Menüpunkt haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, eine Übersicht vergangener Feuerstättenschauen zu erstellen. Hierfür wird der Filter der letzten Jahre benutzt. In unserem Beispiel suchen wir nach den Feuerstättenschauen, welche im Jahr 2018 gemacht wurden. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass alle Filter wie folgt gesetzt sind, um alle Liegenschaften mit in die Suche einzubeziehen. Erstens Brennstoff, zweitens Begehung, drittens Mitarbeiter und viertens Feuerstättenschau. Hier setzen Sie für unser Beispiel bei Punkt 2 die Jahre 2018 bis 2018 ein. Entsprechend lässt sich so nach allen gewünschten Jahren filtern. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.